Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema: Bringt das kommende Fond-Meeting den Befreiungsschlag bei Gold? Disclaimer. Gold vor dem Fond-Meeting. Kommt jetzt der Befreiungsschlag für Gold? Morgen, beziehungsweise heute gegen Mitternacht, läuft das Fond-Meeting. Bislang kam es im Vorfeld solcher Treffen immer zu Goldpreisdrückung, danach meist dann ein kräftiger Preisanstieg. Vielleicht sehen wir ja recht bald dann 1800 $ wieder bei Gold. Ja, hohe Volatilität ist zu erwarten. Man kann es aber nie richtig voraussagen. Aber die Vergangenheit hat eigentlich immer gezeigt, dass solche vor einem Meeting tendenziell der Goldpreis gedrückt worden ist und sich danach das entladen hat. Weil im Grunde genommen haben sie uns keine neue Botschaft zu geben. Äh, wir wissen, dass sie die Inflation nicht mehr zurück in die Tube kriegen. Und diese Botschaft müssen uns im Grunde genommen mit viel Dramatik immer verschleiern. Also immer dieselbe hohle Botschaft, aber mit viel ja, Aktivismus und Flitterkram drumherum. Aber die Botschaft ist immer dieselbe. Am Ende wird Gold steigen und das wird man nicht für alle Ewigkeiten drücken kommen. Und sehr wahrscheinlich, dass auch für Jahresende deutlich höhere Goldpreise sehen und Silberpreise auch. Irgendwo vielleicht über 2000 bis 2300 Gold, vielleicht irgendwo 37, vielleicht auch Richtung 50. Und das sind die besten Voraussetzungen für die Goldaktienmania, die ja überproportional niedrig bewertet sind zum Gold. Und gerade wenn Gold anzieht, schleudern die ja wie so eine Gummischleuder mit dem Faktor 10, 20 oder mehr dann hoch. Das ist das Attraktive an Goldaktien, aber man muss vorher investiert sein, gerade wenn sie billig sind. Ja, Silberprojektgenerator in Bolivien, sehr hohes Risiko. Die haben, was sind da Highlights oder Superlative? Es handelt sich um sehr große Silberressourcen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, circa 120 Millionen Unzen, mittelgradiges Silber und bei nur 14 Millionen Marktkapitalisierung. Klar, der Wermutstropfen ist Bolivien. Das muss nicht gut gehen, aber auch da kann es unter Umständen vielleicht mal eine positive Überraschung geben. Ja, zusätzlich haben sie, und das ist auch noch ein Sonderfall, sehr große Mengen an Zink und Blei, was gar nicht in unserem Potentialfaktor, den Sie auf der nächsten Seite sehen werden, mit eingepreist ist. Ja, also das ist Silber-Zink-Blei-Projekt in Pulacayo. Das Projekt liegt 107 Kilometer nordöstlich der Silbermine San Cristobal der Sumitomo Corporation, 171 Kilometer südlicher Silbersandsentdeckung von New Pacific und 139 Kilometer der Silbermine San Vicente der Pan American Silver Corp. Grad des Goldes, Silber bewegt sich zwischen 50 und 100 Gramm. Ähm, Sie haben Ressourcen von 106 oder 107 Millionen Unzen Silber, nachgewiesene Unzen und zusätzlich noch ähm, äh, ein- äh, also ja 1.364.000 Pfund Zink und 693 Millionen Pfund Blei. Das fließt wie immer nicht in die Formel. Das ist einfach ein Goodie, was man im Prinzip ein bisschen, sage ich mal, dieses Kurspotenzial so ein bisschen absichert, könnte man sagen. Dann haben sie noch eine abgeleitete Mineralressource von 13 Millionen Unzen Silber, eben nochmal 122 Millionen Pfund Zink und 91 Millionen von Blei. Diese 120 Millionen habe ich hier angesetzt. Länderrisiko das höchste, 0,5. Das heißt, egal was im Potenzialfaktor sind, 50% werden abgezogen. Das soll eine Annäherung an das Risiko sein. So mittleres Risiko bei Ländern wäre dann 0,75. Da werden dann nur 25% abgezogen. Grad des Metalles 0,75. Ähm, ja, aktuelle Marktkapitalisierung eben winzig, 14 Millionen.
Und es würde theoretisch eine Kursproduktion von jetzt 50 Cent auf 77 schauen. Aber ich meine, dass was auf 25, 30 gehen kann, haben wir in der Vergangenheit durchaus schon gesehen, durchaus auch in solchen Ländern wie Bolivien. Aber eben das Risiko, dass irgendjemand eingreift, ist groß. Trotzdem sieht der Chart gut aus. Alle Fantasie, alle Euphorie, was Silber betrifft, ist jetzt komplett raus, hat seinen Boden gefunden. Und der Aktienkurs setzt einfach zum Anstieg an. Die haben diese riesengroßen Silbermengen. Ja, muss jeder selbst entscheiden, ist auf keinen Fall irgendeine Form von Kaufempfehlung, aber ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben, dass es eben in Bolivien auch attraktive Projekte einfach gibt, einfach mal auszeigen. Also muss jeder für sich selber wissen. Also ist keine Empfehlung. Ja, was haben die noch für Projekte? Gold, Silber, Blei, Zink-Projekt in El Tirfu im Bezirk La Paz, Bolivien, handelt sich um 256 Hektar, ist 75 Kilometer östlich der Stadt La Paz in Bolivien entfernt, verfügen über Strom, Wasseranschluss, ganzjährig über eine Straße erreicht haben, was auch wichtig ist, positives Verhältnis zur örtlichen Gemeinde. Exploration hat ja auch Werte ergeben, hier 21 Gramm Silber, 0,39% Gold, also nicht so attraktiv, aber möglicherweise doch ökonomisch irgendwann vielleicht abzubauen. Ja, also warum interessieren wir uns für Goldaktien? Es gab in den Ende der 70er Jahre diesen riesigen Boom, wo viele Goldaktien, Penny Stocks von 15 oder 20 Cent auf 10, 20 oder sogar 30 Dollar gestiegen sind. Eine Investition von 1000 Dollar hätte relativ leicht 50, 100.000, 200.000, in einigen Fällen sogar mehr gebracht. Also man stelle sich einfach vor, man hätte so ein bisschen sein Geld in dieser Art von Aktien aufgeteilt. Am Tiefpunkt hätte man nachgekauft. Und ich spiele ja deshalb darauf an, meines Erachtens haben wir genauso einen Tiefpunkt. Und dieser Tiefpunkt muss nicht mehr lange anhalten. Wir wissen alle, dass es ein Goldpreisanstieg auf 2000, dass das nicht verhindert werden kann, 2300, 2500. Was machen dann unsere Penny Stocks, die jetzt absolut ausgebombt? Gehen sie denselben Weg wie hier die Goldaktien in den 70er Jahren? Hier sehen Sie das Beispiel, die Max Resources, die ich immer erwähne, die hat auch mal, ja, Sie sehen es, auch mal 6,5 Cent gekostet oder war es wert, konnte sie vielleicht max im besten Fall vielleicht für 7, 8 oder 10 Cent kaufen. Die ist dann zwischenzeitlich trotz des ganzen Goldrückgangs seit November letzten Jahres, das ist kurz vom November, das ist ein Snapshot von dann, war sie auf 20 Cent und ist dann zwischenzeitlich 85 gestiegen, ist aber jetzt wieder abgesunken, hat aber wieder einen Boden erreicht und mit etwas Glück kann die dann auch schnell bei höheren Gold- und Silberpreisen über 1 Dollar sein. Und dann wird man sehen, wenn dann Gold höher steigt auf 2300, 2500, wohin das Potenzial erreichen kann. Kann es auf 1, 2, 3, 4, 5 oder sogar 10 geben? Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, einfach Ihnen das zu illustrieren. Es ist wiederum auch keinerlei Kaufempfehlung oder Handlungsanweisung. Ähm, ja, also es geht meines Erachtens bei diesem Supergold-Stockliste, wo ich nochmal dezidiert eine Liste zusammengesetzt habe, immer wo Aktien, wo Superlative ist. Aber Sie sehen es auch an den Videos, sofern es das gibt. Ich meine, die so unendlich viele Gold- und Silberaktien mit Superlativen gibt es nicht. Aber ich versuche immer irgendwie Aktien mit irgendwie im Superlativ hier aufzuzeigen. Bei der heutigen Aktie war das eben die relativ große Silbermengen mit diesen riesen Offset bei Nebenprodukten von Zink und Blei, ne? Und diese enorm niedrige Marktkapitalisierung. Und das könnte sich dann irgendwann auszahlen, das sehen die Investoren und treiben solche Kurse hoch. Darum geht's. Also deswegen versuchen jetzt, wo es ganz am Boden ist, irgendwie diese Superlative ausfindig zu machen. Das kann, wie gesagt, hochgradiges Gold und Silber sein. Es kann großes Gebiet sein, sehr gutes Gebiet, gutes Management-Team, wie auch immer, das zu identifizieren in der Hoffnung, dass, wenn der Boom da ist, dass das ganze Kapital das auch sieht und diese Preise eben auch dementsprechend überproportional hochtreibt. Und
Also, dass Goldaktien richtig steigen, dazu braucht es nicht viel. Dafür braucht es eigentlich nur die Euphorie der Anleger, eine insgesamt gute Stimmung und eben Gold- und Silberunternehmen, die die Fantasie der Anleger berühren. Und dann können diese Werte von Gut und Böse sein. Wir hoffen, dass dieses Phänomen irgendwann eintritt und wir das dann auch dann abstoßen können, unsere Position. Darum geht es im Prinzip. Ja, das solche Liste, das sind mittlerweile, ja, ich glaube 15, 16, 17, füge ich immer welche hinzu, nehme auch mal weg und einfach, weil es einfach relativ viele Aktien gibt, ist es wirklich schwer, da einen Überblick zu haben, weil auf irgendwelche Aktien muss man sich konzentrieren, man muss sich nicht, kauft die natürlich nach, kauft gut performende nach, wenn man neue identifiziert, auch neue, sodass man einen ganzen Strauß dieser Aktien haben, dass möglicherweise Ausfälle von vielleicht 10 oder bis 15% dieser Goldaktien sie nicht mehr im Ansatz ruinieren kann, weil im Bullenmarkt wir vielleicht einige dabei haben, die 10, 20, 30, 40, 50 oder sogar 100-fache hochgehen und die dann möglicherweise Verlusten mehr ausgleichen. Das ist das Attraktive im Bullenmarkt. Wenn wir keinen Bullenmarkt haben, ähm, sieht es einfach schlecht für Goldaktien aus, weil es sei denn, die haben eine extreme Entdeckung gemacht, was aber wirklich nicht so häufig vorkommt, verwässern die, weil die ständig Kosten haben, die Unternehmen, die geben neue Aktien heraus und verschmutzen sozusagen ähm, die Aktien und die werden wertloser. Also wir brauchen Goldbullenmarkt, sonst funktionieren Goldaktien nicht. Ja, hier nochmal zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren mit hohem Potenzial, daher diese theoretische Berechnung des Potentialfaktors, sortieren die Unternehmen nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Gleichzeitig haben wir eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn der Gold- und Goldaktienboom, also also wirklich jeder sowas haben will. Aber ich darf daran erinnern, dass wir noch weit davon entfernt sind. Ich glaube, aber korrigieren Sie mich auch, wenn das falsch ist, ich glaube, 1980 waren 26% der Anleger in Gold oder goldnahen Assets. Also heute sind es 0,5%. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas in der Art auch wieder passieren kann. Das würde jede Dimension sprengen. Aber auch nur wenn ein Teil davon kommt, sollten diese Gold- oder Silberaktien sehr gut dastehen. Und im Grunde genommen ist ja das Ganze wesentlich wackeliger als 1980. Also möglicherweise ist es nicht vorstellbar, was passiert mit Gold- und Silberaktien, weil wir wollen davon nicht träumen. Wir wollen jetzt, was die Statisten sagen, dass eben jetzt Gold 2000, 2300, 2500 früher oder später kommen will. Wir wollen uns davor positionieren. Wir wissen, dass die Gold- und Silberaktien, gerade die Penny Stocks, überproportional profitieren können. Und wir wollen dann, wenn die Euphorie und das positive Sentiment am größten ist, das Abstoßen in den Markt. Und dann, was auch immer davon, zur A, kann man von diesen Gewinnen dann leben, vielleicht in schwierigen Zeiten, Umfeld, weil die Wirtschaft dürfte nicht besser werden oder eben auch noch mehr Gold und Silber kaufen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, also es ist ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen ist, wird unproblematisch im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Wenn Sie überhaupt physisches kaufen wollen, erstmal auf diese Vergleichsportale wie gold.de gehen. Ja, dann weitere Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, in der Schweiz, wo können Sie Gold und Silber einlagern, weitere Charts, weitere Videos, Informationen von anderen Webseiten oder wenn Sie generell Fragen oder Zustellungsprobleme mit dem Report haben, mich einfach kontaktieren, eine E-Mail schreiben, um mich anzurufen. Ich würde mich dann bei Ihnen umgehend melden. Ja, ich bedanke mich an der Stelle nochmal für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.